Jo, liebe Leute, ich sammle jetzt noch mal ein bisschen, bevor ich das nächste Video schneide. Ihr seht jetzt hier eingangs immer ein paar kleine Videodrehs von den Baustellen, wo ich konstruiert habe und gewerkelt und Ideen gesammelt, kreiert und mich ausgetobt habe. Ich habe relativ planlos gewütet. Nein, also ein bisschen Plan hatte ich. Ich wollte mich ja um das Viertel Seaville kümmern und da habe ich auch angesetzt, bin immer mal wieder abgewichen, aber im Wesentlichen doch dabei geblieben, mich darauf zu fokussieren. Trotzdem entführe ich euch auch gleich nochmal an den ein oder anderen Nebenschauplatz. Hier und da habe ich Experimente gestartet, mal wieder. Ich habe wieder coole Ideen gehabt, neue Ideen, neue Sachen dazu gelernt. In diesem Spiel kann man also unendlich vielfältig gestalten. Ich staune immer wieder neu, wie kompatibel diese Elemente in dem Spiel mit sind und wie vielfältig man sie zusammenstecken, stöpseln kann und was dabei alles für coole Konstrukte rauskommen. Das, was ihr gleich noch sehen werdet, das ist in 2 Sessions entstanden. Die eine hat 4 Stunden umfasst und die zweite, die ich dann heute absolviert habe und hinterher schiebe, waren nochmal gut 7 Stunden, also ja, viel getüftelt. Und damit kommen wir auf jetzt mittlerweile insgesamt, boah, lass mich nicht lügen, 24 Stunden müssen wir jetzt mittlerweile haben. Ja, das wird jetzt einfach gleich ein schöner, gemütlicher Trip durch die Errungenschaften der letzten beiden Tage. Ich hatte tatsächlich einige Herausforderungen zu meistern und das will ich euch jetzt mal ein bisschen anhand der Ergebnisse zeigen. Wenn ihr Ideen habt, wie immer, haut sie bitte in die Kommentare. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, würde ich mich auch freuen, wenn ihr vielleicht auch einfach abonniert. Dann weiß ich so, okay, cool, der Content hat gefallen, der ist gut angekommen. Also, lehnt euch zurück, chillt eine Runde mit mir und freut euch auf die Highlights des Tages bzw. von Phase 3. Ich bin noch unschlüssig, wo wir anfangen. Vielleicht mit dem, was mich heute am meisten Nerven gekostet hat. Da könnten wir tatsächlich gut einsteigen und das ist hier drüben in Lebers-Reihe. Die Region rund um den Flughafen, der hier an der Ecke floriert und pulsiert gewesen. Da hatte ich mir unlängst vorgenommen, diese Übergänge in den Mauern zu gestalten von den Straßen, die rausführen. Und ich habe Folgendes getan. Die Straßen auch nochmal neu platziert, denn es bietet sich einfach an, es ist schlau, die bei jedem Knotenpunkt zu unterbrechen und quasi einzelne Teilstücke zu setzen. Hier habe ich es noch nicht optimal gemacht. Hier könnte ich eigentlich nochmal zwischen diesem Knotenpunkt und diesem Knotenpunkt ein einzelnes Stück setzen, was den Vorteil hätte von der Optik her, dass ich hier mehrere Stützpfeiler noch hätte. Ich habe die zumindest schon mal geteilt, denn was ich gar nicht geschnallt hatte oder gesehen hatte, dass hier tatsächlich das Stück und das Stück eigentlich eins waren. So bin ich jetzt nochmal ein bisschen flexibler geworden, auch was die Länge angeht der Straße. Genau. Und habe mir in dem Atemzug auch überlegt, was mit Straßen funktioniert, müsste doch eigentlich auch mit Mauern funktionieren. Und ihr seht, es funktioniert. So, das könnte nochmal so eine City sein, zum Beispiel, ne? Also es Nachbarcities noch gibt, zu denen mehr oder weniger guter Kontakt besteht. Selbes Prinzip, wer das noch nicht gesehen hat bisher, wie man die außerhalb des bebaubaren Gebiets setzen kann, der kann sich gerne mal Phase 1 und Phase 2 anschauen. Die Videos, die ich auf YouTube auch eingestellt habe. Man kann sehen, das habe ich direkt schön ausgenutzt, um hier auch die Führung sozusagen der Straßen durch die Mauern ein bisschen zu untermalen. Das hat wunderbar funktioniert. Und Mauern ineinander verschränken, das war ja auch nochmal so ein Thema, wie schaffe ich hier eigentlich schicke Übergänge? Wie kann ich die Mauern einsetzen, um sozusagen hier Tore oder also ähnliche schönere Strukturen, die nicht so ganz fade aussehen, zu schaffen? Und dadurch, dass man Mauern quasi auch so quer übereinander bauen kann, ganz nett, ergeben sich schöne, ich sag mal, eine schöne Architektur.
So, und dann hatte ich mir auch überlegt, so die Vorstädte hier, ne, da könnte man auch Gebäude hinsetzen. Das sieht auch toll aus, weil dann wirkt das auch noch ein bisschen ja, also ein bisschen lebendiger, ne? Es ist auch authentischer. Es wirkt tatsächlich auch so ein bisschen feudalistischer wie im Mittelalter. Da hat ja auch das einfache Volk oder die Bauernschaft sozusagen vor den Stadtmauern gewohnt. Heute würde man sagen, sind es vielleicht Slums. Also ich weiß, dass ich aus einer sehr privilegierten Perspektive spreche, dass ich sowas reflektieren kann. Ich habe es in Philippinen und Manila und da war halt auch gesehen, das ist unsere Zeit, ne? Hier würden sich natürlich auch nochmal ein speziellerer Gebäudetyp anbieten, sozusagen. Da könnte man mal drüber nachdenken, eventuell noch eine entsprechende Mod zu machen oder sowas. Auch wenn man sich die Zukunft lieber anders vorstellt. Die ist etwas düster, die Zukunft. Wir leben in einem Fallout, habe ich festgestellt. Wir leben hier in den Badlands, in einer Steppe, in einer wüsten, kargen Landschaft. Damit habe ich mich auseinandergesetzt. Hier so vorne mit der Vorstadtarchitektur und auch nochmal hier, es war so eine kleine, schöne, gemütliche Baustelle. Da hatte ich also echt mal ein bisschen Muße auch, das habe ich gern gemacht. Das hat mich nicht so viele Nerven gekostet wie hinten die Übergänge der Tunnel, also der Straßen, raus aus der Stadt. Dann habe ich draußen mit den Mauern, wie gesagt, experimentiert. Das war, glaube ich, so der erste Versuch hier. Man könnte überlegen, ob das vielleicht nochmal so ein Gefängnis wird. Ne? Also das wäre eigentlich auch eine nice Idee, dass man darüber dann so Polizei Flugzeuge fliegen lassen könnte, die da so patrouillieren. Das sähe schon ziemlich nice aus. Ich glaube, das ist eine richtig gute Idee, noch so ein kleines Gefängnis zu bauen. Hier sieht man, da habe ich so eine, ich meine, da lief die Straße lang und da dachte ich mir so, der Berg bietet sich doch hier super an, die beiden Berge, dass man da nochmal so eine Mauer setzt, jeweils. Und hier auch nochmal die Verschränkung von Mauern, sehr schön zu sehen, wie man das einsetzen kann. Ja, und die Mauer begleitet quasi hinten den Straßenverlauf so ein bisschen. Und man sieht hier einfach, dass da Tiefe entsteht durch, ne? Da entsteht ganz viel Tiefe durch, nochmal Linien halt, die das Panorama nochmal so ein bisschen abrunden. Seawell war heute auch noch ein bisschen auf dem Programm, habe ich bis jetzt sträflich vernachlässigt. Sind mir aber auch noch ein paar schöne Ideen gekommen und auch hier wieder der Gedanke, eben die Mauern noch mal ein bisschen zurückzusetzen, um eben diese kleinen Vorstädte, wie auch immer sie dann gestaltet werden, zu bauen. Weiß ich nicht, nochmal so einen kleinen Markt oder sowas zu erschaffen. Da kann man, glaube ich, viel rein fantasieren und sich noch überlegen, solange da eben Platz ist, und deswegen habe ich die Mauer nochmal ein bisschen zurückgesetzt. Ja, und dann habe ich mir nochmal Gedanken gemacht, so wie ist hier Seawell eigentlich entstanden? Seawell ist so entstanden, dass hier irgendwann mal mutige Einwanderer, also eigentlich eher so die letzten Flüchtlinge nach der großen Katastrophe, nach dem Armageddon, die sind hier also angekommen. Hier habe ich so einen kleinen Hafen angeplant gehabt und hier habe ich auch nochmal 3 Vehikelports, die sitzen jetzt alle aufeinander, hingesetzt und quasi auch nochmal so eine kleine Einflugsschleuse gemacht. Die sind auch alle ein bisschen weiter draußen unterwegs. Ich hatte ja gesagt, das ist ziemlich easy oder cool zu managen, dass man einfach um ein bisschen mehr Tiefe im Panorama zu erzeugen, die Fahrzeuge auch draußen rumfliegen lassen kann. Das ist cool. Das gefällt mir sehr gut. Ich hatte vorab tatsächlich schon ausprobiert, ob ich diese Vehikelports, diese Stationen für diese fliegenden Fahrzeuge so präparieren kann, dass die auch an einer Stelle stehen. Klar kann ich das. Und zwar ziemlich einfach. Ihr müsst euch das so vorstellen, die fliegen über so Punkte. Also die steuern Punkte an, die haben eine Route und die kann man aus 5, also Achsen zusammensetzen. Wenn man die alle auf eine Stelle setzt, dann bleiben die stehen. Dann machen die gar nichts. Und dann kann man die eben auch parken. Ich habe hier nochmal ein Experiment gestartet, weil ich wissen wollte, ob diese Vehicle-Ports auch so setzbar sind, dass man quasi die Fahrzeuge senkrecht in so eine Röhre reinfliegen lassen kann. Und wie ihr seht, das geht auch. Hier, der kommt gerade ein bisschen schneller an. Den können wir nochmal ganz genau dabei beobachten. Da kommt der andere wieder raus. Das ist cool, das erzeugt einfach nochmal so ein bisschen Dynamik, ne?
So ein bisschen Livelihood. Dann habe ich mir zum Abschluss noch eine kleine Entspannungssession gegönnt, dachte mir, was machst du jetzt nach den ganzen nervenaufreibenden Übergängen da hinten in Labers-Reihe? Habe ich mir überlegt, machst du was ganz Entspanntes, guckst du, welche Gebäudetypen gibt es nochmal, wie hoch kannst du die ziehen, interagieren die miteinander, wie kannst du die setzen, und da habe ich tatsächlich gemerkt, es gibt gar nicht so viele Gebäudetypen in der Civil-Reihe, aber die sind ganz schön. Also die finde ich von der Ästhetik her, so von der Rundung hier zum Beispiel in dem Fall sehr, sehr schön anzusehen. Wie dicht kann man die beieinander setzen? Das sieht man hier nicht mehr, weil ich die schon wieder auseinandergezogen habe. Denn wenn man die sehr dicht beieinander setzt, dann sieht das sehr zugeklatscht aus. Bei denen macht das zum Beispiel gar keinen Sinn, weil dann würde diese schöne Ästhetik, die man jetzt hier so im Kontrast zum Horizont sieht, völlig verloren gehen. Das wäre einfach schade um den Gebäudetyp, den der Entwickler hier erstellt hat. Der würde nicht mehr richtig zur Geltung kommen. Bei anderen Gebäuden kann man dann schon eher mal ein bisschen was zusammenklatschen, wie zum Beispiel bei dem. Hier sieht man zum Beispiel das rechte ist so ein einzelnes und das linke sind zwei von dem mit ein bisschen Drehung drin. Und da kriegt man schon nochmal ein interessanteres Gebilde oder ein bisschen größeres Gebilde raus. Bei mir war es vor allen Dingen immer wichtig, oder ist es immer wichtig, dass Gebäude, sofern man sie ineinander steckt, sich von der Logik her in ihren Strukturen nicht aushebeln. Also dass es grobe Überschneidungen gibt, die so keinen Sinn mehr machen, die nicht schön aussehen oder völlig unlogisch sind. Da muss man also ein bisschen experimentieren und probieren und gucken und drehen und wenden. Das macht Spaß. Denn das Wesentliche dieses Cyberpunk-Städtebaukastens ist vor allen Dingen die Kreation neuer Gebäude aus den, ich sag mal, überschaubaren von der Anzahl her, überschaubaren Gebäudetypen. Man kann, also innerhalb einer Reihe, wohlgemerkt, es gibt ein paar Ausnahmen, die man auch gut miteinander kombinieren kann aus verschiedenen Reihen. Aber vom Stil und der Ästhetik sind natürlich diejenigen aus derselben Reihe, ich sag mal, am harmonischsten miteinander. Hier habe ich nochmal so einen kleinen Wohnblock hochgezogen und festgestellt, ja, ganz vergessen. Es gibt Gebäude, die miteinander interagieren und dann zum Beispiel solche Brücken automatisch herstellen. Ich zeige euch das. Man nimmt ein Gebäude und das funktioniert, also wenn man es in einer gewissen Höhe sozusagen hochgezogen hat, ergibt sich diese Brücke zwischen dem Gebäude. Also auch nur zwischen diesen beiden gleichen Gebäudetypen. Und bei dem Gebäudetyp funktioniert das auch, allerdings ein bisschen anders. Da bildet sich die Brücke unten und nicht oben, wie man hier sehen kann. Ich finde das toll. Wie man das nachher noch ausdifferenziert, den Flächen hier sozusagen noch Kontur und Individualität und ich sag mal Leben einhaucht, das könnt ihr jetzt anhand dieses Beispiels zum Beispiel mal sehen, wenn man Schilder anbringt, ja. Oder indem man einfach, weiß nicht, auf so ein Dach mal so eine kleine Lichtfontäne setzt oder sowas. Schönes. Eine ganz, ganz schicke Möglichkeit, Gebäude zu customizen, ist eben auch über diese Plakat, LED-Fotowände, wie auch immer man das nennen möchte. Die kann man nämlich selber nachher bespielen. Da kann man eigene Fotos reinbringen. Oder auch Filme. Da können auch Filme drauf abgespielt werden. Ja, und so entsteht dann auch Civil irgendwann mal in seiner Gänze. Das sind quasi jetzt hier exemplarische Gebäude, wie gesagt, um mal zu gucken, wie die miteinander interagieren, wie sie miteinander funktionieren, wie sie aussehen, was für eine Ästhetik sie entwickeln, je nachdem, wie sie kombiniert werden. Und ich bin nach wie vor ein großer Fan von der Civil-Reihe. Also eine Sache habe ich vor allen Dingen noch gelernt, so mit Blick auf das weitere Vorgehen, strategisches Bauen betreibt man hier am besten so. Man geht von außen nach innen, das heißt erstmal macht man sich um das Panorama Gedanken, was drumherum sein soll, weil der Trick mit den Mauern und den Straßen und den Fahrzeugen außerhalb, das erfordert eben sehr viel Platz innerhalb der Map, weil man die Punkte ja erstmal sehr versetzt quasi ans eine Ende der Map setzen muss.
um die Straßenstrukturen sozusagen dann weiter nach oben zu platzieren und dann zieht man das alles raus und solange noch nicht so viel bebaut ist, kann man das relativ gut machen. Es hat mir mega Bock gemacht, die ganzen Einzelheiten auszuarbeiten in diesen 2 zurückliegenden Sessions. Lasst Kommentare da, Vorschläge, Fragen, Anregungen, Hinweise. Wenn ihr irgendwas seht, was glitscht, was ich übersehen habe, gerne Bescheid sagen. Stay safe and take care. Macht's gut, Leute. Freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinschaut.